Herr Dr. Quaschner, herzlichen Glückwunsch erstmal zum themenbezogenen Lehrpreis 2025 der Universität Jena. Was bedeutet denn der Preis für Sie? Der Preis ist eine schöne Auszeichnung. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Studierenden mich dafür vorgeschlagen haben. Das hat mich sehr überrascht, weil ich erstmal gar nichts wusste von dieser Bewerbung. Und, ich habe dieses Semester in dem Modul ein paar neue Sachen ausprobiert und es freut mich, dass die Studierenden das sehr gut aufgenommen haben und dass diese Bemühungen auch die Akademie für Lehrentwicklung überzeugt haben und ich diesen Preis bekommen habe. Und das motiviert mich, dass ich auch in Zukunft weiter versuche, meine Lehre zu verbessern und neue Sachen auszuprobieren, die hoffentlich gut funktionieren. Können Sie uns schildern, wie das Lehrkonzept aufgebaut ist, ursprünglich und was jetzt neu entwickelt worden ist von Ihnen? Ein Mathematikmodul hat üblicherweise den Aufbau, dass man eine Vorlesung hat und nach der Vorlesung gibt es Übungen, die sich in 2 Teile unterteilen, meistens Anwesenheitsübungen, wo die Studierenden hinkommen und Aufgaben bearbeiten und danach Hausaufgaben, die sie selbstständig bearbeiten müssen und die dann auch für die Klausurzulassung notwendig sind. Und am Ende gibt es dann noch ein Tutorium, in dem die Hausaufgaben besprochen werden. Wir haben diesen Aufbau jetzt noch um 2 Punkte erweitert, nämlich die Selbsttests, freiwillige Selbsttests bei Moodle, mit denen die Studierenden nach der Vorlesung ihr Wissen überprüfen konnten, damit sie in die Anwesenheitsübungen nicht komplett unvorbereitet gehen. Also sie können erstmal überprüfen, was sie in der Vorlesung verstanden haben, dann nochmal die Sachen anschauen, damit sie dann in den Anwesenheitsübungen gewisse Grundlagen haben. Und am Schluss noch die gegenseitige Beurteilung nach den Hausaufgaben. War es so, dass von den 4 Hausaufgaben nur 3 Hausaufgaben von den Übungsleitern korrigiert wurden und eine Hausaufgabe, da sollten sich die Studierenden gegenseitig Feedback geben. Also man hat zufällig eine Aufgabe von einem anderen Studierenden zugeteilt bekommen und musste dann eine Rückmeldung geben, inwiefern das mit der Lösung, die auch im Tutorium vorgestellt wurde, verträglich war und nützliche Hinweise geben, damit die Studierenden sich verbessern können, aber auch man selbst konnte dadurch lernen, die Beweise von anderen Studierenden zu verstehen, die eben nicht, so wie von den Dozierenden vielleicht, in einer Ausführlichkeit und formalen Sauberkeit aufgeschrieben worden sind. Und diese 2 neuen Elemente, sage ich jetzt mal, das sind ja interaktive Elemente. Können Sie da nochmal uns zeigen, oder erzählen oder erklären, wie KI-Tools dann hier zum Einsatz kommen? Also bei der gegenseitigen Beurteilung sind KI-Tools erstmal nicht relevant. Hier geht es ja mehr darum, dass die Studierenden selbst Lösungen lesen und dann eben Rückmeldungen dazu geben. KI-Tools kamen vor allem bei den Selbsttests zur Anwendung, nämlich bei der Erstellung dieser Selbsttests. Und dabei haben wir versucht, auch auf den Einsatz der KI-Tools einzugehen, damit die Studierenden eben auf die Risiken und auch die Chancen hingewiesen werden. Wir haben bei den Fragen teilweise Fragen zu den Lernzielen der Vorlesungen von künstlicher Intelligenz generieren lassen. Und die habe ich dann überarbeitet und den Studierenden so zur Verfügung gegeben. Ich habe mir natürlich auch teilweise Fragen selbst ausgedacht. Das ist nicht nur die Arbeit abgegeben. Aber bei dem Erstellen hat man schon gemerkt, dass es typische Fehler gibt, die KI-Tools machen können. Und das haben wir dann auch in dem Prozess den Studierenden mitgegeben, damit sie eben sehen, sie können sich auch selbst Fragen oder Aufgaben zur Vorlesung generieren, aber müssen eben bestimmte Sachen beachten. Etwa, dass manchmal noch Rechenfehler in der Ausgabe vorkommen oder auch, dass einfach Konzepte etwas anders verwendet werden als in der Vorlesung. Deswegen haben wir auch spezielle Aufgaben, die das vergleichen sollen, generiert, damit die Studierenden eben auch sehen, wie sie die Vorlesung mithilfe der KI leichter nachbereiten können. Ihr wart bei dem Modul Lineare Algebra und Geometrie 1 dabei. Ihr habt das belegt. Was ist denn eure Erfahrung mit zum Beispiel den Selbsttests gewesen? Die Selbsttests waren ein hilfreicher Weg, um mit den vielen Inhalten aus der Vorlesung, mit denen man vor allen Dingen als Ersti überschwemmt wird und überfordert ist, klarzukommen und direkt auch während der Vorlesungszeit dran zu bleiben und vor allen Dingen dann noch in der Klausurvorbereitung zu wissen, wo man steht. Also sein eigenes Wissen zu überprüfen, hat man das so verstanden, die Vorlesungsinhalte. Habt ihr dafür die Selbsttests genutzt? Genau, ich habe sie vor allen Dingen in der Klausurenphase intensiv benutzt, um zu wissen, ob ich jetzt die Konzepte richtig verstanden habe. Da war Moodle auch sehr gut, dass man ein sofortiges Feedback bekommen hat und Herr Dr. Quaschner auch immer ein Video zu den Selbsttests dann noch hochgeladen hat, wo dann die Selbsttests detailliert besprochen wurden und man eigentlich auch immer alles gut verstanden hat.
Bei den Selbsttests kam ja so ein bisschen KI zum Einsatz, sowohl KI-Lösungen überprüfen, als auch teilweise wurden die Selbsttests mit KI auch erstellt. Wie hat euch das in der Kompetenz, KI zu überprüfen, weitergebracht? Ich fand es sehr angemessen. Ich denke, die meisten Studierenden haben an irgendeinem Punkt auch sicher KI genutzt, um beim Lernen oder bei der Lösung der Übungsaufgaben weiterzukommen. Und insofern fand ich es auch angebracht, dass KI in den Selbsttests zum Einsatz kam, um seinen eigenen Lernstand zu überprüfen oder einfach um die Inhalte weiter zu verstehen. Wie fandet ihr das Angebot im Rahmen des Moduls, dass man so einen Perspektivwechsel hat, wenn man die Hausaufgaben von den anderen Studierenden überprüft? Ich glaube, man lernt immer selbst am besten, wenn man es anderen beibringen kann. So sagt man ja immer. Und die Lösung von anderen zu sehen, die mit den eigenen vergleichen zu können und selbst zu entdecken, wo man vielleicht selbst falsch lag, ist, glaube ich, die beste Methode, irgendwas wirklich tiefsinnig zu verstehen. Ich fand es auch überraschend motivierend zu sehen, wenn auch andere Studierende an der Fragestellung verzweifeln und das dann auch so hochladen und man dann selber durchgehen kann, okay, das hatte ich genauso den Fehler gehabt und man weiß, man hapert nicht alleine gerade im Studium. Okay, danke schön.